Gesundheit braucht Verstand. Ihr schaut in den Spiegel und denkt, seit wann ist das eigentlich so schnell gegangen? Falten im Gesicht, der Rücken tut weh, weniger Energie. Der Körper macht nicht mehr das, was er früher gemacht hat. Und überall hört man Begriffe wie Longevity, Anti-Aging, Lebensverlängerung. Und Milliardäre geben Milliarden von Dollar aus, um technische Erfolge zu erzielen, weil sie glauben, dass sie das Altern technisch aufhalten können. Brian Johnson zum Beispiel, ein amerikanischer Tech-Unternehmer, gibt angeblich $2 Millionen im Jahr aus, um sich zu verjüngen. Für Stoffe wie NMN, Rapamycin, Eisbäder oder Gentherapie auf einer Karibikinsel. Und ihr fragt euch, wird der dadurch jetzt wirklich länger leben? Bringt das am Ende überhaupt was? Naja, wissen wir nicht. Aber wer jahrelang Substanzen schluckt und wer täglich ins Eisbad hüpft, der ist vor allem eins: Versuchskaninchen. Aus neurowissenschaftlicher Sicht, mit der ich mich seit über 30 Jahren nun beschäftige, wird vor allen Dingen bei dieser ganzen Longevity-Geschichte ein wichtiger Punkt vergessen. Euer Körper hat nämlich eigene Anti-Aging-Programme. Geheime, könnte man fast sagen, weil die wenigsten sie überhaupt kennen. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass sich damit so schlecht Geld verdienen lässt. Mehrere davon, mit denen lässt sich die biologische Uhr vielleicht verlangsamen oder sogar zurückdrehen. Ohne 2 Millionen im Jahr, ohne Wundermittel und ohne Versuchskaninchen zu sein. Schauen wir uns die heute mal an, damit ihr die versteht und damit ihr wisst, wie man die aktiviert. Was ist diese biologische Uhr denn eigentlich? Jede einzelne Zelle in eurem Körper hat quasi ein Verfallsdatum. Eine Hautzelle lebt vielleicht ein paar Wochen, eine Darmzelle nur ein paar Tage. Eure Zellen sterben also ständig ab. Und damit ihr überlebensfähig bleibt, müssen sie ständig auch neu gebildet werden. Dafür teilen sich eure Zellen. 1 wird 2, 2 werden 4. Und so weiter. Von Geburt an, jeden Tag Gewebe, Haut, Knochen, Muskeln. Diese ständige Erneuerung ist euer wichtigster Schutz im Alterungsprozess. Solange sie sauber läuft, bleibt das Gewebe jung. Bei jeder Zellteilung wird eure komplette DNA weitergegeben in die neuen Zellen. Das ist eure Erbinformation, der Bauplan, nach dem jede neue Zelle gebaut wird. Aber ein winziger, ein Mini-Teil davon geht jedes Mal verloren. Genauer gesagt, am Ende der DNA. Man nennt das Telomere. An jedem Schnürsenkel ist am Ende so eine kleine Verstärkung, damit er besser durch die Schuhöse passt und nicht ausfranst. Genau so eine Verstärkung befindet sich am Ende eurer DNA. Und bei jeder Zellteilung wird diese Verstärkung ein winziges Stückchen kürzer. Und wenn die irgendwann weg ist, dann kann sich die Zelle nicht mehr richtig teilen. Sie wird träge und stellt die Reparaturarbeiten ein. Manche werden sogar zu sogenannten Zombiezellen. Diese Telomerlänge kann man tatsächlich messen. Und die hängt zusammen mit dem biologischen Alter. Übrigens, das ist nicht bei allen Lebewesen so. Schaut euch mal die Hummer an. Die sind unsterblich, zumindest in der Theorie. Die haben nämlich ein Enzym in ihren Zellen, das man Telomerase nennt. Und dieses Enzym verlängert die Schutzketten immer wieder neu. Bei jeder Zellteilung. Deswegen könnten Hummer ewig leben. Jedenfalls würden sie nicht an Altersschwäche sterben. In der Praxis aber tun sie es trotzdem, weil sie mit zunehmender Größe ihren Panzer nicht mehr richtig wechseln können oder weil sie ein Räuber frisst. Aber an einer biologischen Uhr, da scheitern sie nicht. Biologisch können sie unendlich altern. Wir Menschen haben dieses Enzym auch. Aber bei uns ist es in den meisten Zellen abgeschaltet. Aktiv bleibt es nur an wenigen Zellen. In den
Stammzellen, die ständig neue Zellen nachliefern müssen. Und in Immunzellen, wenn die sich gerade massiv vermehren, um eine Infektion zu bekämpfen. Und dann gibt es noch eine ungute Ausnahme: Krebszellen. Über 90% der Krebszellen schalten die Telomerase wieder an. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum sie unbegrenzt wachsen können. Bedenkenswert, weil ein Teil der Longevity-Industrie genau hier ansetzen will. An einem Schalter, den der Körper aus ganz speziellen Gründen abgeschaltet hat. Jedenfalls wir laufen ständig mit schrumpfenden Schnürsenkelenden durchs Leben, während der Hummer eine Telomerase hat. Aber das ist noch nicht der einzige Faktor. Die Epigenetik. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine Art Schaltkasten. Die DNA ist immer dieselbe. Aber welche Gene gerade eingeschaltet werden oder ausgelesen werden, das wird von der Epigenetik bestimmt. Und die reagiert auf alles. Wie ihr euch bewegt, wie ihr atmet, wie ihr esst, ob ihr schlaft, ob ihr euch geistig fordert oder auf der Couch sitzt. Sogar eure Umwelt hat einen Einfluss darauf. Und genau das, was ihr macht oder tut, schaltet die Gene entweder ein oder aus. Das heißt, ihr seid eurer Genetik gar nicht ausgeliefert. Klassische Zwillingsstudien sagen, 10 bis 25% der Gene regeln das Altern. Neuere Studien kommen wieder auf höhere Werte und schätzen die auf ca. 50% ein. Eure Genetik gibt euch eine Disposition, aber kein festgelegtes Schicksal vor. Das ist ein komplizierter, vernetzter Prozess. Dafür braucht es Voraussetzungen in und an eurem Körper, dass sie überhaupt laufen können. Bevor wir uns die Systeme und Programme im Detail anschauen, machen wir noch einen kurzen Umweg. Welche Menschen werden denn heute eigentlich ungewöhnlich alt und bleiben gesund? Was machen die anders? Es gibt Regionen auf der Welt, wo Menschen besonders alt werden. Diese Region nennt man Blue Zones. Sardinien in Italien zum Beispiel, Okinawa in Japan und es gibt noch einige andere. Was unterscheidet sie? Die Gene? Nein. Erstens hat man festgestellt, sie haben noch viel Bewegung, selbst im hohen Alter. Nicht im Fitnessstudio, sondern beim Gehen zum Markt, beim Treppensteigen, beim Arbeiten auf dem Feld oder im Garten. Sie ist eingebaut in den Tagesablauf. Zweitens, die Ernährung. Keine Supplements, viel Gemüse, Hülsenfrüchte und was sonst noch so in ihrem eigenen Garten angebaut wird. Wenig industriell verarbeitete Produkte und wenig Zucker, plus viel Fermentiertes. In Sardinien sind das auch Käse und etwas Rotwein. In Okinawa Miso, Matto und eingelegtes Gemüse. Stark pflanzenbasiert, regional und saisonal. Und beide Regionen liegen am Meer mit reichlich fettem Fisch auf dem Speiseplan. Sardinen, Makrelen, Lachs. Daraus bekommen Sie reichlich Omega-3, eine Fettsäure, die euer Körper nämlich nicht selbst herstellen kann. Aber dazu kommen wir gleich. Und drittens, und das ist das, was die meisten unterschätzen, das soziale Umfeld. Familien, wo die Großeltern, Eltern und Kinder noch zusammenleben, wo man füreinander da ist, wo alte Menschen gebraucht werden, eine Aufgabe haben, in einen Tagesablauf eingebunden sind. Und das ist nicht romantisch, das ist tatsächlich medizinisch wirksam. Die Menschen in den Blue Zones werden nicht alt, weil sie kein Repamycin genommen haben oder ständig ins Eisbad gestiegen sind, sondern weil sie in einer Lebensweise drin sind, die genau das macht, was wir gleich als Hebel für Longevity erklären werden. Und was diese Lebensweise im Körper konkret aktiviert, das hat einen biologischen Namen. Genauer gesagt 5. Euer Körper hat eine ganze Familie von Reinigungs- und Erneuerungsprogrammen. Und die Programme für diese Anlage, die hat jeder und die laufen entweder optimal, eingeschränkt oder auch nicht. Erstens, die Autophagie. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Schaut euch das nochmal an. Das ist die Reinigung innerhalb der Zellen, Müll raus, Bauteile recyceln.
Der Wissenschaftler Yoshinori Ohsumi hat 2016 dafür einen Nobelpreis bekommen. Also keine Modeerscheinung. Zweitens, Glymphatik, die Reinigung des Gehirns, läuft vor allem nachts im Tiefschlaf ab. Wichtig, um Demenz vorzubeugen. Und drittens, Mitophagie, die Erneuerung der kleinen Zellwerke in den Zellen. Denn wenn die nicht erneuert werden, fällt eure Energie ab. Müde, muskelschwach, euer Denken wird zäher, euer Immunsystem fährt runter. Viertens, Senolyse, Entfernung der Zombiezellen. Das sind Zellen, die ihr Erneuerungslimit erreicht haben. Die können sich nicht mehr teilen, aber sie verschwinden auch nicht. Stattdessen schicken sie dauernd Entzündungssignale und verbrauchen wichtige Ressourcen im Körper. Auch dazu habe ich wiederum ein Video gemacht. Schaut es euch an. Ich erkläre es ganz detailliert. Und fünftens, Hormesis. Das ist nicht ein Programm, sondern das generelle Prinzip dahinter. Was den Körper richtig fordert, macht ihn stärker, resistenter und resilienter. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Schaut es euch an. Soweit diese Programme, was sie alle für Voraussetzungen haben, wie sie untereinander verbunden sind und welche Reize gesetzt werden müssen, damit sie aktiviert werden, das ist hier die Frage. Das Entscheidende ist, diese Programme laufen nicht einfach so. Nicht nur, weil ihr lebt, sondern nur dann, wenn sie auch gefordert werden. Das Prinzip könnte man mit einem Muskel vergleichen. Wenn der nicht trainiert wird, dann bildet er sich zurück. Genau das Gleiche gilt für eure Anti-Aging-Programme. Wer den ganzen Tag sitzt, dessen Mitophagie geht runter. Mitochondrien werden weniger erneuert, das Energieniveau fällt. Wer den ganzen Tag irgendwas isst oder trinkt, bei dem funktioniert die Autophagie nicht mehr richtig. Und wer immer nur in der Komfortzone läuft, ohne Hitze, ohne Kälte, ohne Belastung, dem fehlen die Hormesis-Reize. Und wer immer nur mit offenem Mund schläft, dessen glymphatische Prozesse werden gestört. Und beim Gehirn, das ist besonders dramatisch. Wer das Gehirn nicht fordert, wer nichts Neues mehr lernt, wer isoliert ist sozial, dessen neuronale Verschaltungen reduzieren sich. Verbindungen, die lange nicht mehr genutzt werden, werden regelrecht abgebaut. Das ist einer der Grundmechanismen, warum Demenz im Alter so zunimmt. Wo nicht mehr viel verschaltet ist, kann auch bei einer solchen Krankheit nicht mehr viel kompensiert werden. Und genau deswegen sind die alten Menschen in Sardinien und Okinawa so beweglich, körperlich und geistig. Sie werden gebraucht, sie haben eine Rolle, sie sind in Bewegung. Und es gibt noch eine größere Studie zum Effekt von Omega-3. Wir haben es ja schon erklärt, Omega-3 kann der Körper nicht selber erzeugen. Und das hat einen messbaren Einfluss auf das Alter. Aber nicht allein, sondern in Kombination mit Bewegung und Vitamin D, was der Körper in Verbindung mit Sonnenlicht bilden kann. Ohne diese beiden aktiven Faktoren war der Omega-3-Effekt eben nicht da. Use it or lose it ist also auch auf molekularer Ebene gegeben. Und genau da sind wir bei den Hebeln, die genau das machen bzw. am Anfang solcher Effekte stehen. Wenn die auch schon nicht optimal ablaufen, dann kann auch der Rest nicht optimal eingestellt werden. Eure Körperfunktionen sind gestört und da hilft auch der beste Longevity-Hack nichts. Ihr dürft genau das eben nicht ignorieren. Diese 5 Faktoren verstärken sich gegenseitig, wenn alle laufen. Aber einer davon ist die Basis, die Voraussetzung dafür, dass die anderen laufen können. Das Fundament ist die Triade, 3 Funktionen, die wir uns aus neurowissenschaftlicher Sicht genauer anschauen müssen. Sie laufen automatisch ab, rund um die Uhr, auch im Schlaf. Die Atmung, das Schlucken und ich füge immer noch eine dritte hinzu, die Kopfbalance, die Körperhaltung, damit das alles richtig eingestellt wird. Diese 3 Funktionen hängen ganz eng zusammen. Eine bestimmt die andere, aber die Atmung steht in der Rangfolge ganz oben. Denn wer nicht atmet, fällt sofort tot um. Alles andere baut darauf auf. Wenn wir schaffen wollen, dass die 5 Programme sich sauber einstellen, müssen wir da starten.
Speziell hier bei der korrekten Atmung, bei der Nasenatmung. Klingen erstmal banal, die triadischen Funktionen, sind sie aber keineswegs. Sie entscheiden, ob euer Körper überhaupt in den Reparaturmodus kommt oder ob er systematisch verschleißt. Aber warum berücksichtigen wir 3 und nicht nur die Atmung? Weil alle an derselben Stelle zusammenlaufen und sich gegenseitig assistieren. Wenn ihr durch die Nase atmet, korrekt schluckt und der Kopf richtig balanciert ist, dann meldet das System ans Gehirn, alles in Ordnung. Und jetzt übernimmt ein Teil unseres Nervensystems, nämlich der Parasympathikus, die Aufgabe, dass er Bedingungen schafft, wo wir uns ausruhen können, Tiefschlafphasen haben. Und die 5 Programme können sich entfalten. Bekommen die Taktgeber im Gehirn allerdings falsche Signale, dann setzt eine ganze Kaskade von Folgen ein. Schauen wir uns das an einem auffälligen Beispiel an der Mundatmung statt Nasenatmung. Beim Atmen durch die Nase wird der Atemluft Stickstoffmonoxid beigefügt aus den Nasennebenhöhlen. Das erweitert die Atemwege, die Blutgefäße in der Lunge, verbessert insgesamt die Sauerstoffaufnahme und wirkt antimikrobiell. Und bei Mundatmung fällt das komplett weg. Und eure Nase ist sogar noch viel mehr als ein Atemloch. Sie ist eure erste Immunbarriere. Sie filtert Bakterien, Viren, Staub. Sie hat sogar ein eigenes Mikrobiom, das Antibiotika erzeugt und Krankheitserreger damit in Schach hält. Und über die Riechnerven ist sie direkt mit eurem Gehirn verbunden. Und genau auch an dieser Stelle, wo also Riechen stattfindet, durch die Siebplatte läuft auch die Lymphflüssigkeit aus dem Gehirn in die Nase ab. Das ist die Glymphatik, von der wir vorhin gesprochen haben. Bei Mundatmung umgeht ihr das alles. Das Mikrobiom, was es auch im Mund gibt, das kippt. Der Mund ist trocken bei Mundatmung. Das Nasenmikrobiom verkümmert, die Schleimhaut trocknet aus, der Lymphatikabfluss wird gestört. Und dazu kommen noch die Bakterien, die bei Mundatmung ungehindert in den Mund kommen, die ihr runterschluckt und in den Darm gelangen. Und das Zwerchfell, euer wichtigster, größter flächiger Atemmuskel, wird bei der Mundatmung kaum mitbewegt. Das wirkt sich auf alles aus, was da drunter liegt. Verdauung, Darmbewegung, Beckenboden und der Parasympathikus, der Ruhenerv, kommt bei der Mundatmung nicht zum Einsatz. Das heißt, es gibt immer eine Stresssituation. Mundatmung und falsche Schluckmuster verändern auf Dauer eure ganze Haltung. Der Kopf rutscht nach vorne, die Schultern nach innen und der Brustkorb wird enger. Damit werden Organe, Blutgefäße und Nerven komprimiert und können nicht mehr richtig arbeiten. Und das Lymphsystem im Körper hat keine eigene Pumpe und ist auf Bewegung angewiesen, die durch die Atmung zustande kommt. Bei flacher Atmung und gekrümmter Haltung fehlt genau diese Pumpe. Die Lymphe staut sich und Stoffwechselabfälle bleiben liegen. Kompensation kostet immer Energie und führt langfristig zum Verschleiß. Über Jahre, über Jahrzehnte. Und das passiert, weil so vermeintlich simple Dinge wie Atmung und Schlucken und Kopfbalance nicht beachtet werden. Was ist jetzt mit den Trends, die ihr überall hört? Schauen wir uns sie mal an, einer nach dem anderen. NMN, das ist eine Vorstufe für Energiemoleküle, die euer Körper braucht. Die nennen sich NAD. Und im Alter sinkt der NAD-Spiegel. Die Idee, durch Auffüllen alles wieder ans Laufen zu bringen, so wie früher, mag bei Tieren gezeigt worden sein. Bei Menschen ist die Datenlage allerdings sehr, sehr dünn. Repamycin, ursprünglich ein Medikament gegen Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantation. Das hemmt einen Wachstumssignalweg in der Zelle und fördert die Autophagie.
In Tierversuchen verlängerte es tatsächlich das Leben. Bei gesunden Menschen wird es in sogenannten Longevity-Kliniken tatsächlich eingesetzt. Aber Langzeitwirkung und Sicherheit sind nicht ausreichend belegt. Und dann haben wir da die GLP-1-Spritze. Ihr kennt es vielleicht unter dem Begriff Ozempic. Eigentlich ein Diabetes- und Adipositas-Medikament. Bei Menschen mit Übergewicht und Herzrisiko soll sich die Anfälligkeit für Schlaganfall und Herzinfarkt um ca. 20% reduzieren. Aber bei der richtigen Indikation, eine Therapie für Risikogruppen, ist nicht automatisch ein Anti-Aging-Programm für Gesunde. Was bei all diesen Mitteln hinzukommt, wird viel zu wenig diskutiert. Es wird nämlich nicht systematisch geschaut. Man fokussiert auf einen Effekt, eine Zellfunktion, einen Laborwert. Aber euer Körper ist ein vernetztes System. Was an einer Stelle eingreift, hat Folgen woanders. Manchmal sofort, aber manchmal erst nach Jahren. Es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkung. Und alles, was ihr eurem Körper von außen zufügt, jahrelang, das hat Langzeiteffekte, die bis heute keiner überblicken kann. Fassen wir zusammen. Eure biologische Uhr besteht aus Telomere und Epigenetik. Beide könnt ihr beeinflussen. Euer Körper hat 5 eigene Anti-Aging-Programme: Autophagie, Mitophagie, Lymphatik, Senolyse, Hormesis. Und die laufen, wenn ihr sie aktiv haltet. Use it or lose it. Die 5 Hebel, um die Programme zu aktivieren, sind die Triade, also Atmung, Schlucken, Kopfbalance, was wir mit der Faceformer-Therapie konsequent trainieren. Und dazu gehört die Bewegung, die geistige Forderung, soziales Umfeld, eine ausgewogene Ernährung und auch mal Phasen ohne zu essen. Was die Industrie verkauft, kann eine Beigabe sein, ersetzt aber niemals diese 5 Faktoren. Selbst Omega-3 wirkt ja nur im Zusammenhang mit Bewegung und Sonne. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist das die einzige Strategie, die wirklich tragfähig ist. Eure eigenen Körperprogramme zu aktivieren und nicht euch darauf zu verlassen, dass von außen der Körper die Anregungen kriegt, die er selber nicht hat. Und der Kern von Longevity ist ja nicht das lange herausgezögerte Leben, sondern das lange gesunde Leben. Ja, teilt dieses Video mit jemandem, der gerade dabei ist, sich Longevity-Pillen zu kaufen. Abonniert unbedingt den Kanal und drückt auf die Klingel, damit ihr erinnert werdet. Und schreibt mir in die Kommentare, welcher der 5 Hebel ist bei euch am schwächsten. Triade, Bewegung, geistige Forderung, soziales Umfeld oder Ernährung. Und was wollt ihr als erstes angehen? Gesundheit braucht Verstand und ich sage wieder Tschüss für heute.